abgehakt. Verwaltung abgehakt, Mundschutz. Ach, was ich auch noch so toll finde. Ich habe Praktikanten. Und meine Praktikanten erzählen mir ja immer wieder, wie in anderen Praxen gespart wird. Finde ich zum Schießen. Man spart zum Beispiel, indem dass man die Handschuhe auswäscht und auf der Wäscheleine hinhängt. Mundschutz auswäscht und hinhängt. Mir kommt das Grausen, wenn ich das höre. Hallo Freunde der Füße. Heute geht es um das Thema Sparen. Wie spare ich in der Praxis richtig? Man kriegt ja zurzeit von überall gesagt, wir sollen Heizung sparen, Strom sparen, Gas sparen, wir sollen an allen Ecken den Gürtel enger schnallen. Tja, aber wie mache ich das jetzt in der Praxis jetzt richtig? Vor allem, wie spare ich wirklich? Denn manche Sachen sehen zwar am Anfang recht gut aus, aber wenn man das Ganze zusammenrechnet, ist der Aufwand eigentlich mehr, als was hinterher die Ersparnis ist. Ich und Oskar, wir haben eine Brainstorming-Liste erstellt. Brainstorming ist, dass man einfach in der Mitte den Begriff hinschreibt, den man eruieren möchte, und dann schreibt man rundherum alles dazu, was einem einfällt. Egal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich habe jetzt ganz viele Begriffe dazu geschrieben und wir gehen jetzt mal durch, was ist wirklich sinnvoll und wo sollte man auf keinen Fall sparen. Das erste auf unserer Liste ist der Einkauf. Der steht hier oben. Der Einkauf, ja, wie ihr alle wisst, wenn ihr einkaufen geht, man guckt um den günstigsten Preis. Und gerade bei uns in der Praxis ist das Ganze genauso wichtig. Denn gerade die Materialien, die was ich sehr, sehr viel verbrauche, wie Mundschutz, Handschuhe, Skalpellklingen, die Sterilisationsfolien, all das muss ich gucken, relativ günstig einzukaufen, damit dass ich den Patienten den Preis nicht immer höher treiben muss, weil jetzt gerade irgendwelche Engpässe sind und die Preise ins Unendliche schießen. Gut, wir haben als Lieferanten, haben wir ja unsere Ausstatter. Jeder kennt die Firmen und es sind auch noch ein paar mehr Firmen und ihr wisst ja alle, dass man am Anfang des Jahres, wenn die ganzen Kataloge rauskommen, vergleicht. Also ich mache das immer, ich nehme mir die ganzen Kataloge her der Firmen und vergleiche dann die ganzen Preise. Das mache ich ja mittlerweile seit Corona, mache ich das fast vierteljährlich, weil die Preisschwankungen dermaßen groß sind. Also da muss man schon, bevor man Sachen einkauft, muss man schon schauen, dass man das Ganze kalkulatorisch irgendwie hinkriegt, beim günstigsten einzukaufen. Ich habe jetzt nicht nur unsere Ausstatter, zum Beispiel die Handschuhe, kaufe ich schon lange nicht mehr bei unseren Ausstattern, weil die einfach von den Preisen her, ja, ihr wisst, was ich meine. Und ich gucke mir da in den anderen Branchen um, zum Beispiel in der Zahntechnik, in der Pflege, da gibt es einige gute Anbieter, sind zwar für die Pflege da, aber ich als Podologe kann dort auch bestellen. Gerade bei den Handschuhen, da bin ich oft deutlich günstiger als wir bei unseren Ausstattern. Klar, die Skalpellklingen, die Sterilisationsfolien, die Sachen kriege ich heute wirklich nur bei unseren Ausstattern. Da muss ich halt dann gucken, dass ich bei diesen Ausstattern halt den günstigsten auswähle. Unser nächster Punkt auf der Liste, sind ja die Handschuhe. Die haben wir ja gerade besprochen, da müssen wir jetzt dann nicht weiter damit umgehen. Die Folie haben wir auch, die Sterilisation. In der Sterilisation selber wüsste ich jetzt da nicht wirklich, doch man kann bei der Sterilisation sparen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie man mit der Sterilisation, also mit der Hygienestraße, wo man da sparen kann. Das Ganze ist ein festgelegter Ablauf von Desinfektion, Einschweißen und Sterilisation. Ja, wo kann man da am besten sparen? Genau, beim Einschweißen. Man glaubt es gar nicht, aber statt dieses Einschweißens, das heißt statt der Folie und statt dem Einschweißgerät, gibt es diese Sterilisationstrays. Das sind so kleine Aluminiumboxen und diese Boxen, ja, sind in der Anschaffung teuer. Da kostet ungefähr, also der Stand heute, jetzt haben wir Mitte 22, ist ungefähr 140 € pro einer so einer Box. Aber diese Boxen kann ich immer wieder verwenden. Das heißt, ich habe keinen Müll und ich habe auch danach keine zusätzlichen Kosten mehr. Ich habe keine Wartung für diese Trays.
Ich habe keine Evaluierung für diese Trays, weil die alle nach einer Norm produziert worden sind. Man braucht nur eine Membran reinlegen, die kostet, ich glaube 100 Stück, 22 Euro. Stand jetzt, also die Preise sind wirklich Mitte 22 jetzt. Das wird höchstwahrscheinlich sich in der Zukunft auch noch ändern. So, wenn ich mir jetzt diese Trays anschaffe, habe ich zwar hohe Anschaffungskosten, aber wenn ich das jetzt auf die Jahre rechne, zum Beispiel 10 Jahre rechne das Ganze, dann haben sie diese Boxen schon mehr als wir bezahlt gemacht, vor allem im Thema Müll. Ihr wisst alle, wenn man das Ganze im Autoklavenschlauch, also im Sterilisationsschlauch einschweißt oder diese Tüten hat, es fällt extrem viel Müll an. Wir wollen alle unsere Umwelt entlasten und diese Trays sind halt nun mal eine gute Option. Und nein, bitte kauft nicht die günstigsten Trays, die was um 20 Euro, 50 Euro gibt. Das würde ich nicht machen, weil diese Sachen sollten wirklich lange halten. Sonst rentiert sich das Ganze nicht. Und die Trays, die was so günstig sind, also ich habe schon mal rumgeguckt, ich habe selbst diese Trays auch nicht. Ich bin aber jetzt so weit, dass ich mir die so peu à peu anschaffe. Wer jetzt dann neu mit seiner Praxis beginnt, kann das Ganze schon mal einkalkulieren. Denn wir brauchen ja pro Podologen brauchen wir 10 Sätze. Das heißt 10 solche Trays wären es nochmal. Bei 140 Euro wären es ungefähr 1400 Euro, was ich schon mal mit einrechnen kann, und ich erspare mir das Schweißgerät um 600 Euro und ich erspare mir alle 3-4 Monate die Rollen, die ich brauche, jeweils, was kosten die jetzt ungefähr, ich glaube so um die 20 Euro die kleine und um 25 die große Rolle, je nachdem wie viele Rollen das man braucht. Ich komme ungefähr 3 Monate mit einer Rolle aus. Also ich brauche 2 Rollen, die 75er und die 10er, 7,5er und 10er, so. Und ich brauche die 2 Rollen alle 3 Monate neu. Das heißt, wenn ich das Ganze aufs Jahr aufrechne, habe ich jetzt zwar jetzt in einem Jahr, in dem Anschaffungsjahr, nicht so viel Ersparnis, aber wenn ich es auf 5 und 10 Jahre rechne, habe ich mit den Trays wesentlich mehr Ersparnis. Und wie gesagt, Müll fällt auch nicht so viel an. Wo kann ich noch sparen in der Hygiene? Eigentlich wäre das aus meiner Sicht das Einzige. Ja, wenn man Desinfektionsmittel einkauft, dass man nicht da das teuerste nimmt. Ja gut, das ist wieder Einkaufssache und Vergleichssache. Ihr müsst auch immer darauf achten, wenn ihr jetzt solche Desinfektionsmittel einkauft, dass die VAH gelistet sind oder RKI gelistet. Auf das müsst ihr achten, weil das sind die 2 Institute, die was unsere Desinfektionsmittel zertifizieren, und wir müssen solche Mittel verwenden. Denn nur dann wirken sie ja auch gegen das, was sie wirken sollen. So, was haben wir noch? Sterilisation haben wir abgehakt. Unser nächster Punkt, die Krankenkasse. Die Krankenkasse ist ja ein ziemlich hoher Kostenfaktor im Monat. Sollte man diesen abschaffen? Kompletter Blödsinn. Also wer heutzutage ohne Krankenversicherung ist, der hat einen Vogel. Denn man wird mal krank, die Arztkosten und die Krankenhauskosten sind immens. Und da zahle ich lieber die 300, 400, 500 Euro im Monat Krankenkassenbeitrag, je nachdem wo man ist, ob man privat ist oder gesetzlich versichert. Weil das, ja, also mir erschließt sich das nicht, wenn man nicht krankenversichert ist. Also an dem Posten sparen wir mal gar nicht. Nehmen wir einen Rot. An dem Posten Krankenkasse sparen wir mal überhaupt nicht. Das streichen wir mal durch mit Rot, damit dass ihr gar nicht auf die Idee kommt, dass ihr hier spart. So, das nächste ist Sparen an Angestellten. Ja, man sieht zwar die ganzen großen Firmen, das erste, wenn Sparmaßnahmen sind, die ersten, was gehen müssen, sind die Angestellten oder die Mitarbeiter. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. So. Ich habe keine Angestellten. Wer jetzt eine große Praxis hat, wird sich das dreimal überlegen, ob er seinen Angestellten kündigt. Denn wenn jetzt ein Angestellter wegfällt, dann haben wir ja wieder das Problem, wir haben weniger Einnahmen. Denn durch seinen Einsatz ist es ja so, dass mir Einnahmen zukommen. Also, wir lassen das lieber weg, dass man die Mitarbeiter sparen. So, sparen an der Miete. Die Miete. Es
Es kommt natürlich darauf an, wo man ist, wie die Verträge sind. Sollte man überhaupt befristete Verträge nehmen? Ich selbst habe hier in der Praxis einen befristeten Vertrag, der jetzt ausläuft. Und ja, es ist kacke, denn ja, die Mieten steigen. Und ich bin gezwungen, mit meiner Praxis umzuziehen, um mir was Kleineres zu suchen. Also ich in dem Fall kann an der Miete sparen, weil das nächste Objekt, was ich mir gesucht habe, um einiges kleiner ist als wie die Praxis jetzt. Aber dazu gibt es in einem anderen Video noch, ja, wie man eine Praxis einrichtet, eröffnet und so weiter. Das kommt dann alles extra. An den nächsten, was man sparen kann, sind PC oder PC-Programme. Ich brauche nicht immer das neueste, teuerste Modell und was man auch nicht braucht, viele PC-Programme, die man monatlich bezahlen muss. Ich zum Beispiel habe in der Praxis einen Rechner, der ist mittlerweile 6 Jahre alt und das PC-Programm ist zwar monatlich zu bezahlen, aber es ist mein Abrechenprogramm, das ich brauche. Gut, ich habe noch etliche andere Programme, die ich monatlich bezahlen muss, aber das fällt für euch weg, weil es eben für mich und YouTube ist. Kann ich daran sparen? Schwer, weil ich brauche diese Programme, damit ich für euch die Videos machen kann. So, unser nächstes, Sparen am Patienten. Tja, was kann ich am Patienten sparen? Dass ich keine Patienten mehr annehme, ist eigentlich eine blöde Idee. Weil der Patient bringt mir Geld und somit habe ich mehr Einnahmen. Wo kann ich noch am Patienten sparen? Der Patient kann seine eigenen Handtücher mitbringen. Denn dann habe ich das Problem nicht, dass ich Papierhandtücher nehmen muss oder sonst irgendeine Auffang, Schürze, keine Ahnung, nehmen muss. Oder ich Handtücher nehmen muss und waschen muss und das Ganze wieder einkalkulieren. Also am Patienten fällt mir jetzt nur ein, dass man spart mit den Handtüchern. Sei es jetzt Papier oder normale Stoffhandtücher. So, das haben wir abgehakt, das haben wir. Skalpellklingen. Skalpellklingen fallen ja wieder mal unter Einkauf. Und wenn ich jetzt natürlich die teuersten Skalpellklingen von Aesculap, Martin, was weiß ich was nehme, da ist klar, sie haben eine gute Schneide, keine Frage. Aber ich bestelle meine Skalpellklingen bei einem unserer Ausstatter, und zwar die Eigenmarke. Habe ich für mich rausgefunden, haben eine gute Klinge, Preis-Leistung gut. Ich mache das immer so, wenn ich einen neuen Anbieter ausprobiere, bestelle ich mir immer so 1, 2 Päckchen, dann probiere ich das mal aus, denke mir, ja gut, nee, wie viel Verschleiß ist drinnen, wie viel kaputte Sachen sind drin. Auch bei den Klingen, bei den Handschuhen, man hat immer wieder mal Handschuhe oder Klingen dabei, die kaputt sind. Und wenn im Paket zu viele drinnen sind, dann denke ich mir, okay, komm, da nehme ich lieber die nächste Preisklasse und bin mir sicher, dass fast alle Skalpelle oder fast alle Handschuhe auch funktionieren. Und nicht gleich, wenn man es rausnimmt, brechen, kaputt sein, reißen und so weiter. Also, sparen an der Heizung. Ihr wisst ja alle, dass wir zurzeit ja ganz, ganz viel sparen sollen an der Heizung. Ja, meine Praxis hat ja so Pi mal Daumen noch 70 Quadratmeter. Ich habe meine Praxis im Winter nie über 21,5, 22 Grad. Das ist eigentlich normale Zimmertemperatur, denkt man jetzt. Jetzt hat ja unsere Regierung gesagt, wir sollen auf 19 Grad gehen. Ich hatte leider im Frühjahr das Problem, dass ich hier in der Praxis 19 Grad hatte. Und ihr wisst ja auch, man sitzt ja nicht nur beim Arbeiten, man läuft einmal in den Hygieneraum, einmal zur Anmeldung, mal sauber machen hier, mal da, mal dort. Man ist auch in Bewegung, man sitzt ja nicht nur. Und 19 Grad für die Praxis ist echt arschkalt, finde ich. Finde ich. Wenn jetzt einer sagt, er arbeitet auch bei 16 Grad, dann, ja, what else, mach. Aber 19 Grad finde ich echt arschkalt, also wenn, dann würde ich 21 Grad, 20, 21 Grad einpendeln, dann auf das würde ich mich jetzt noch einlassen und nicht 19 Grad. Also, naja, gut. Gas hängt ja mit der Heizung zusammen, also haben wir auch schon abgehakt. Sparen an den Einnahmen. Wer jetzt ein bisschen mitgedacht hat, wir haben das Thema schon ein paar Mal angesprochen.
An den Einnahmen sparen klappt nicht. Weil wenn ich Einnahmen spare, habe ich weniger zur Verfügung. Was kann ich aber machen? Nicht Einnahmen sparen, sondern die Preise erhöhen. Das kann ich machen. Denn wenn ich jetzt die Preise erhöhe, habe ich mehr Einnahmen, habe ich mehr zur Verfügung. Kann ich auch besseres Material kaufen. So, jetzt meinen ja noch einige, sie kommen mit 15 € pro Behandlung super über die Runden. Nee. Also ich würde jedem empfehlen, mindestens den Kassensatz zu nehmen. Der Kassensatz Mitte 22 liegt zurzeit bei 42 € plus 2 € Befundung. Genau. Also bei knapp 44 € liegt zurzeit der Kassensatz. Ich würde jedem empfehlen, den Kassensatz zu nehmen in unserer Branche. Wer weniger nimmt und dann nicht über die Runden kommt, ist selber schuld. Das zum Thema Einnahmen sparen haben wir schon. So, Mundschutz. Mundschutz, ja. Mundschutz ist ja eine Zeit lang verdammt teuer gewesen, genauso wie die Handschuhe. Und dass ich jetzt den Mundschutz in Autoklaven reinmache und wieder aufbereite und dann wieder benutze, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das versucht. Aus der Not hat man es halt versucht. Und nee, mache ich nicht mehr. Ich habe nachher dann geguckt, dass ich mir einen billigen Anbieter suche. Ja, die Masken waren eine Zeit lang nicht lieferbar, es hatte sein müssen, dann mache ich das halt auch, wenn es sein muss ist und ich keinen Vorrat und nichts mehr habe, dann muss es halt sein. Aber wenn es nicht sein muss, nehme ich die günstigsten Masken, weil das ist eine Sicherheit für mich und für den Patienten. In meiner Praxis herrscht noch immer Maskenpflicht. Für Patienten und für mich. Und für jeden, der was die Tür halt betritt. Auch wenn nur einer Termin machen kommt, Maske auf. Und bei mir wird es auch weiterhin bleiben. Denn unser auch so toller Virus wird ja nicht mehr weggehen, das wisst ihr alles. Ein Virus bleibt. So, Mundschutz haben wir. Sparen am Strom. Sparen am Strom. Welchen Strom oder welche Beleuchtung brauchen wir jetzt eigentlich wirklich? Also bei mir leuchtet, solange ich arbeite, in meinem Behandlungsraum die Deckenlampe. Die leuchtet immer, weil man will ja im Behandlungsraum Licht haben. Die Lupenleuchte leuchtet nur während der Behandlung. Ich muss ja ordentlich sehen können, sonst ist halt der Zeh einmal fort. An der Decke oben habe ich LED-Lampen. Die sind stromsparend, gut, nichts einzuwenden. So, ich habe auch in meinem in meinem Warteraum habe ich auch Lampe. Dadurch, dass die Praxis so halb in der Erde drin ist, ist die Praxis jetzt durch die großen Fenster, die ich trotzdem habe, gut lichtdurchflutet. Das heißt, sobald Sommer ist, sobald die Sonne rauskommt, brauche ich da vorne im Wartebereich das Licht nicht. Somit wird im Eingangs- und Wartebereich im Sommer, wenn die Sonne scheint, das Licht abgedreht. Wer eine Praxis hat, wo das eben nicht gegeben ist, dass der Wartebereich mit Fenster ist, ja, dann muss das Ganze halt sein, dann muss man halt dann mal das Licht brennen lassen. Oder man hat Lampen mit Bewegungsmelder, sobald sich da irgendwer hinsetzt, geht es an und wenn er sich nicht mehr bewegt, dann geht es aus und dann vergisst man den Patienten, geht man heim und dann sitzt er noch immer. Ja, soll es auch geben. So, wo kann man noch sparen? Geräte, die ich nicht brauche, ausschalten, so wie den Autoklaven zum Beispiel. Der Autoklav ist eines der Geräte, der sehr viel Strom verbraucht, weil er eben so viel Hitze erzeugen muss und weil er auch den Vakuum und das alles ziehen muss. Wenn ich jetzt den Autoklaven den ganzen Tag laufen lasse und er läuft jetzt wirklich nur seinen Vorgang ab in, sagen wir mal, 2-mal, 3-mal täglich und er läuft aber trotzdem 7-8 Stunden, weil er will ja immer die Hitze halten, dann habe ich da schon mal einen extremen Stromverbrauch. Ist es gut? Nein. Also, wenn der Autoklav nicht gebraucht wird, Schalter abstellen. Und die Tür zu machen. Wenn man nämlich die Tür zu hat, dann hält sich die Wärme im Autoklaven drinnen auch noch eine Zeit lang. Und es hilft dann wieder, wenn man wieder anschaltet, dass er dann von dieser Temperatur heizen muss und nicht von der Raumtemperatur. Ja. Strom. Was haben wir noch? Das Schweißgerät.
Wie vorhin erwähnt, entweder hat man gar keins, weil man die Trays hat, oder man hat ein Schweißgerät und dieses Folienschweißgerät habe ich ausgeschaltet, wenn ich es nicht brauche. Weil ich in meiner Praxis ja nur 2-3 Mal am Tag den Autoklaven laufen habe. Also brauche ich dieses Einschweißgerät auch nur 2 oder 3 Mal am Tag und dann auch nur für eine Viertelstunde, 10 Minuten, je nachdem wie lange ich einschweißen muss. Also Strom haben wir auch schon abgehakt. In der Verwaltung sparen. Tja, wie kann man in der Verwaltung sparen? Macht es Sinn, in der Verwaltung zu sparen? Das haben wir ja hier mit den PC-Programmen schon abgehakt und Papier habe ich nicht wirklich viel. Also ich kann in der Verwaltung nicht mehr sparen. Es läuft alles digital, das verursacht für mich keine zusätzlichen Kosten. Was haben wir dann noch? Auto. Hier haben wir Auto. Auto oder Fahrrad. Wir machen Hausbesuche, wir brauchen ein Auto, wir brauchen oder ein Fahrrad. Gut, wenn wir jetzt ein Auto haben, das auf die Praxis läuft, muss ich mir jetzt nicht wirklich einen Mercedes kaufen, es tut es auch ein Toyota zum Beispiel. Da kann man auch viel Geld sparen. Oder man besorgt sich keinen Benzin und keinen Elektro, sondern ein Wasserstoffauto. Auch da kann man viel sparen, weil das ist zurzeit die günstigste Variante von A nach B zu kommen. Oder ich fahre mit den Öffis, wenn ich in der Stadt bin, da ist mit dem Auto sowieso immer blöd, wenn ich in der Großstadt bin und Hausbesuche machen muss. Kann man auch mit den Öffis fahren. Ja, es ist viel Lauferei, das stimmt schon, man muss mehr Zeit einplanen. Und wenn man jetzt der Hausbesuche fährt, kann man auch die Routen ordentlich planen. Zum Beispiel. So, hier ist die Praxis. Hier ist Patient 1, Patient 2, Patient 3, Patient 4, Patient 5, Patient 6, Patient 7. So, wie spare ich im Hausbesuch? Normalerweise, dass ich die Patienten so lege, dass ich nicht so fahre. Das bringt alles nichts, weil da verfahre ich unnötig Kilometer. Am besten spart ihr, wenn ihr die Patienten so fahrt, dass ihr wenig Kilometer von einem zum nächsten habt. Zum Beispiel Patient 1, dann zu Patient 2, 3, 4. Hier könnt ihr mal Päuschen machen. Dann zu Patient 5, 6, 7 und dann wieder in die Praxis. So habe ich erstens mal Zeit gespart und ich habe Kilometer gespart. Also ihr müsst zuerst gucken, wenn ihr Patienten annehmt für Hausbesuch, wo ist der, wie bringe ich den in meine Runde unter und auch an die Abstände müsst ihr da gucken. Aber das wisst ihr ja alle. So. Haben wir jetzt noch irgendwas? Ach so, Fahrrad. Wer sportlich ist, kann sich ein normales Fahrrad für die Hausbesuche nehmen. Wer jetzt so ähnlich wie ich ist und eher zu der Kategorie Unsportlichkeit Forever gehört, holt sich ein E-Bike. Ich bin sowieso unsportlich, also ich fahre mit dem Auto. Abgehakt. Verwaltung abgehakt, Mundschutz. Ach, was ich auch noch so toll finde. Ich habe Praktikanten. Und meine Praktikanten erzählen mir ja immer wieder, wie in anderen Praxen gespart wird. Finde ich zum Schießen. Man spart zum Beispiel, indem dass man die Handschuhe auswäscht und auf der Wäscheleine hinhängt. Mundschutz auswäscht und hinhängt. Mir kommt das Grausen, wenn ich das höre. Aus einem ganz einfachen Grund, der Vorgang und der Wasserverbrauch für das Waschen dieser Handschuhe und Mundschutze ist viel zu hoch, als wenn wir einen neuen Handschuh nehmen. Das kann man ganz einfach ausrechnen. Also, was habe ich dann noch gehört? Oh ja, man hat ja beim Patienten die Handschuhe an und mit diesen Handschuhen geht man jetzt in den Hygieneraum und macht da die Hygiene. Sucht den Fehler. Genau, so ist es bei mir auch. Ich behandle den Patienten im Behandlungsraum. Die Handschuhe werden ausgezogen und entsorgt und für den Hygienebereich sind neue Handschuhe zu nehmen. Das wäre die richtige Abfolge und auch die hygienische Abfolge. Alles andere bringt sie nichts. Und gerade bei den Handschuhen kann man im Einkauf sparen. Ist so. So, wir haben jetzt alles abgehakt.
Wenn euch noch irgendwas einfällt, wo man sparen kann in der Praxis, unten in die Kommentare damit und lasst mir einen Daumen hoch hier, abonnieren nicht vergessen und klickt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpassen müsst. Also, liebe Freunde der Füße, fröhliches Sparen in der Praxis. Auch so bis zum nächsten Mal. Tschüss!